Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Zum neuen Jahr wünsche ich dir alles Gute, gesundheitlich, familiär und auch beruflich. Und natürlich wünsche ich dir auch, dass du eine kreative Zeit haben wirst, entspannt zum Malen kommen kannst und darüber vielleicht auch die Sorgen des Alltags vergessen kannst. Mit meinem neuen Bild habe ich ein bisschen etwas Neues ausprobiert und das habe ich zunächst auf einer kleineren Leinwand gemacht als sonst. Die Leinwand ist 80 x 80 cm groß. Da ich diesmal nicht mit dem Pinsel den Hintergrund machen wollte, habe ich zu einem ganz normalen Schwamm gegriffen, die Acrylfarben in Türkisgrün hell, Gelbgrün hell und Gold direkt auf die Leinwand gegeben und dann ganz einfach mit lockeren und kreisenden Bewegungen den Hintergrund gestaltet. Anschließend kannst du die Leinwand einfach trocknen lassen oder so wie ich einmal mit dem Föhn trocknen. Ich wollte heute ganz gerne mit Malerkrepp und Washi-Tape arbeiten. Die Bänder, die ich verwende, haben unterschiedliche Breiten und wie man nachher sehen kann, ist das Washi-Tape schon etwas älter und klebt nicht sonderlich gut auf der Leinwand. Ich habe mir hier ein bisschen geholfen, indem ich mit dem lilafarbenen Malerkrepp die Enden der Washi-Tapes auch nochmal fixiert habe. Danach habe ich meine Goldfarbe in eine kleine Schüssel gegeben und dazu ein Medium von Bösner. Beides habe ich so lange verrieben, bis sich die Acrylfarbe und das Medium gut gemischt hatten. Die Materialien findest du in der Videobeschreibung. Wenn ich etwas finde, gebe ich es dort an und ansonsten findest du die Sachen aber auch meistens im Künstlerbedarf. Danach habe ich wieder zu meinem Schwamm gegriffen und meine Goldmischung aufgetupft und dabei geguckt, dass das Washi-Tape auch ein bisschen heruntergedrückt wird, sodass die Hintergrundlinien hinterher hell bleiben. Ich wollte heute mit selbst angerührter Strukturpaste arbeiten und es gibt ja viele Mittel und viele Füllstoffe, wie man das machen kann. Man kann Marmormehl benutzen, Sumpfkalk, verschiedene Sande und ich habe mich heute dazu entschieden, mit etwas Glitter und Glitzersand zu arbeiten und das Ganze habe ich wieder mit der entsprechenden Acrylfarbe gemischt. Das heißt, hier in meiner hellblau erscheinenden Acrylfarbe habe ich Glitter und blauen Sand dazugegeben. Durch das Auftupfen mit dem Schwamm entsteht eine sehr feine Struktur. Der Sand und auch der Glitter werden eher untergearbeitet, sodass ich hinterher ein dezentes Ergebnis erwarte, was so das Glitzern auf dem Bild angeht. Ich habe dann überlegt, mit den Farben aus der Hintergrundbemalung zu arbeiten. Und schön war natürlich, dass ich auch noch olivgrünen Glitter hatte, den ich dann zusammen mit dem Gelbgrün angemischt habe, um noch etwas mehr Lebendigkeit auf die Leinwand zu bringen.
Bei diesem Bild arbeite ich nass in nass. Das heißt also, mein Goldgemisch ist noch nicht getrocknet, vermischt sich daher mit dem hellblau und auch mit dem hellen Grün. Für den Kontrast habe ich dann doch noch zu einer anderen Farbe gegriffen, und zwar zu dem gebrannten Sienna. Ich finde die Kombination von dieser braunen Farbe zu einem hellen Grün, aber auch zu einem Blau und vor allen Dingen zu dem Goldton hervorragend. Ein bisschen musst du das Ganze dann auch einarbeiten, weil die Kante des Schwamms natürlich recht scharf abgegrenzt ist, aber mit der Zeit vermischen sich die Farben dann wirklich richtig gut. Dann dachte ich mir, dass das neue Jahr bzw. auch dieses neue Bild noch ein bisschen Glitzer vertragen kann und habe dann dunkelbraunen Glitzer noch hervorgeholt und den dann versucht ganz fein einzustreuen, genauso wie das Olivgrün und hinterher auch noch den blauen Glittersand. Du kannst das Ganze dann auch noch mit dem Schwamm eintupfen, dann hast du keine großen Flächen Glitter, sondern dann verteilt sich das auch noch besser auf der Leinwand. Anschließend arbeite ich mit dem gebrannten Sienna noch ein paar Details aus, verteile das Ganze, verbinde es miteinander und versuche damit interessante Strukturen zu schaffen. Durch die unterschiedlichen Glitter und den blauen Sand habe ich natürlich zusammen mit der Acrylfarbe und dem Medium von Bösner eine besonders feine Struktur auf meiner Leinwand geschaffen. Und das wird man hinterher ziemlich gut sehen können, wenn ich die Nahaufnahme von dem Bild mache, dass sich dort auch mit den Poren des Schwamms richtig schöne Strukturen ergeben haben. Du kannst also mit verschiedenen Dingen, die du einfach schon zu Hause hast, arbeiten, das ganz einfach in Acrylfarben mischen. Das muss auch nicht farblich zusammenpassen, weil sich auch unterschiedliche Farben miteinander mischen. Für mich kommt jetzt fast der schönste Part, das Abziehen der Klebebänder. Machst du das auch so gerne wie ich? Also ich bin immer wieder fasziniert davon, vor allen Dingen, wenn sich das Washi-Tape, so wie hier, nicht richtig auf der Leinwand hat befestigen lassen, dass die Linien doch sehr klar hervorgetreten sind. Mir ist es dann passiert, dass ich nicht richtig hingeguckt habe und ich habe dann ein darunterliegendes Band abgezupft und dann nochmal das nächste. Und das musste ich dann erstmal entwirren, habe dafür dann das eine Band hochgehalten, damit es nicht in die noch nasse Struktur fällt, und habe das Ganze dann einfach mit ein bisschen Ruhe wieder aufgelöst.
dann zeige ich euch gerne einmal die noch nasse Version meiner kleinen Leinwand. Es glitzert hier und da ganz verdächtig und ansonsten finde ich den Kontrast sehr schön. Ich bin froh, dass ich zu dem gebrannten Sienna gegriffen habe und ansonsten auch mit den Farben aus der Hintergrundbemalung gearbeitet habe. Im getrockneten Zustand sieht man den Kontrast sehr viel besser. Das glänzende Medium von Bösner kommt an den Passagen, wo das Gold noch im Vordergrund steht, richtig gut zur Geltung. Aber mir gefällt auch dieses sanfte, strukturierte und doch glitzernde an diesem Bild. Einmal aufgehängt möchte ich euch das Ganze auch nochmal zeigen, jetzt in einem anderen Licht. Und auch hier sieht man, okay, das ist jetzt mit der Kamera nochmal eine leichte Veränderung durch das Licht. Aber die Leinwand ist tatsächlich eher grün-gelblich mit einem goldfarbenen Ton im Hintergrund und einem sehr schönen Kontrast zu den auf der Oberfläche der Leinwand aufgetragenen Farben. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie dir dieses Bild gefällt und ich hoffe, dass du mir das auch in die Kommentare schreibst. Bevor ich mich bei dir bedanke und dir eine schöne Woche wünsche, muss ich noch mal kurz etwas einflechten. Und zwar werde ich aus beruflichen Gründen noch mal auf den 14-tägigen Rhythmus wechseln. Ich finde das nicht so schön, aber es ist manchmal so, dass einem von außen ein paar Dinge auferlegt werden, die dann tatsächlich wichtiger sind als mein Kanal. Und dann gebe ich aber auch Bescheid, wenn sich das beruflich alles wieder entzerrt, denn ich möchte Zeit für euch investieren, ich möchte Zeit haben zum Malen und die Zeit werde ich in den nächsten Wochen ganz einfach so nicht haben. Dennoch wünsche ich euch für die kommenden 2 Wochen alles Gute. Ich hoffe, ihr packt eure Malsachen aus, fangt einfach beherzt an zu malen und dann sehen wir uns in 2 Wochen. Habt noch einen schönen Tag.